Zuerst erzähle ich euch kurz, wo unsere Reise hingeht, und was wir heute mit euch machen möchten. Zuerst mal, worum geht's? Wir möchten euch helfen, dank Microsoft Tools eure Effizienz im Unternehmen zu steigern. Zuerst mal erzähle ich kurz, was wir alles machen, wer wir sind. Dann besprechen wir einen Business Case. Das ist auf Beispiel vom realen Kunden, den wir betreuen, und machen wir eine Case Study. Dann geben wir euch die Zeit, uns die Fragen zu stellen, und wir beantworten diese, und natürlich informieren euch, wie ihr uns kontaktieren könnt. Zuerst mal, ich bin Maria Drgast und ich beschäftige mich mit Unternehmensentwicklung mit Hilfe von maßgeschneiderten modernen Technologien. Ich unterstütze die Firmen jeder Größe bei uns in Summit, und ich helfe mit modernen Technik, die besseren Möglichkeiten zu finden. Und Natalia? Ja, also hallo zusammen. Ich heiße Natalia, ich bin BI-Entwicklerin, Developerin. Ich erstelle nicht nur Berichte, sondern entwickle komplette und innovative Lösungen für verschiedene Branchen. Ich will wertvolle Einblicke zu ermöglichen und für mich ist es auch wichtig, dass die Kunden zufrieden sind. Warum wir überhaupt heute da sind. Es gibt einen Trend, der zeigt, dass die Datenmenge sich alle 3 Jahre verdoppelt. Und im Moment die weltweite Datenmenge beträgt 181 Zettabytes, wobei Zettabyte 10 hoch 21 Bytes ist. Also das ist schon eine große Menge. Und Summit bearbeitet die Größe von Daten, die der Menge von 1.050.000 iPhones entspricht, mit der Speichergröße 256 Giga. Natalia, ist das schon eine Menge oder ziemlich wenig? Schon ein bisschen, muss man sagen. Ein bisschen. Die steigende Datenmenge führt natürlich zu steigenden Herausforderungen in jedem Unternehmen. Und Summit ist ein One-Stop-Partner in der Datenwelt. Unsere Dienstleistungen sind maßgeschneidert für Unternehmen jeder Größe und Branche. Wir entwickeln auch stark die Dienstleistungen für E-Commerce-Segment. Dank unseren Dienstleistungen können natürlich die Firmen viel bessere Analysen machen, Daten verwalten, und auf dieser Basis sehr gute Geschäftsentscheidungen treffen. Einige Beispiele von unseren Kunden seht ihr da unten. Bitte nicht erschrecken. Also wir arbeiten nicht nur für die riesigen Komplexe wie Rossmann oder IKEA. Wir machen auch kleinere Projekte. Wie gesagt, Unternehmen jeder Größe und Branche sind bei uns herzlich willkommen. Wir liefern die Lösung in 3 Abteilungen. Managed Service, das ist ein Teil von uns, der für alle Infrastrukturfragen verantwortlich ist, also die technischen, die Hardware-Sachen. Software Development entwickelt die Lösungen, die nicht einfach so als fertige Produkte geliefert werden. Und Data, die heute Natalia vertritt, ist die Abteilung, die sich mit unter anderem Visualisierung von Daten und ganzen Business Intelligence beschäftigt. Wir sind ein Teil der Smarketer Group, und an dieser Stelle möchte ich mich herzlich bei der Firma Smarketer bedanken, die euch schon bekannt ist, für die Möglichkeit, heute mit euch unsere Wissen und Erfahrung zu teilen. Also nochmal danke an Smarketer. Und jetzt kommen wir zu unserer Business Case. Unsere Firma, die wir euch heute zeigen möchten, ist, wie gesagt, ein Kunde von uns. Das ist ein Beleuchtungsgeschäft, ein E-Commerce-Shop, nur E-Commerce, also ohne Ausstellung oder ohne stationäres Geschäft, hat auch keine Präsenzveranstaltungen für die Kunden, die da kommen. Und wir besprechen heute 3 Aspekte dieser Firma. In der Reihenfolge, dass wir zuerst mal eine kurze Einführung über die Firma Lumena machen. Dann erzählen wir, wo Lumena die Kontrolle verliert. Also Natalia stellt uns vor, wie sie das Problem diagnostiziert hat. Wir zeigen euch auch, welche Lösungen für verschiedene Abteilungen wir eingeführt haben und welche Effekte die mit sich brachten. Dann wir zeigen das Prozess der Berichtimplementierung und fassen alles kurz zusammen. Zuerst mal kurz über Lumena. Lumena ist eine Firma, die von 2 Personen gegründet wurde, und im Moment unseres Kontaktes hat sie 30 Personen beschäftigt. Sie hatte verschiedene Herausforderungen, die mit eigentlich der
täglichen Arbeit verbunden sind. Zum Beispiel im Bereich von Logistik. Die verfügt über 2 verschiedene Lager, die nicht richtig funktionierten. Die Leute vom Management und von Vertrieb haben sich einige Leuchten von den Regalen genommen und zum Beispiel in die Schubladen gesteckt, damit sie für eigene Kunden reserviert sind. Das hat dann dazu geführt, dass die Lagerkontrolle unmöglich war. Sie haben auch auf den Dateien wie Lagerunterlagen handschriftliche Notizen gemacht, was eigentlich nicht zu koordinieren war. Das führte dann zu Verpackungsfehler, wenn zu den Leuchten separate, zum Beispiel Leuchtmittel, dazugefügt werden sollten in verschiedenen Lichtfarbe. Und natürlich führte das zu Unzufriedenheit bei den Kunden und im Endeffekt zu hoher Retourenrate und Kaufverzichte. Marketing hatte deshalb auch sehr viele Probleme, denn die hat zum Beispiel für nicht vorhandene Produkte geworben und dann wegen Angabe von falschen Daten und Informationen hatten sie ein Chaos in Daten, dass sie nicht arbeiten konnten. Und natürlich, das alles musste irgendwie Management kontrollieren, aber wegen schlecht angepasstem Wavi-System, das eigentlich für keine komplexe Strukturen gedacht war und wegen Problemen in Logistik und Marketing nicht schaffen konnte. Die Managementabteilung brauchte sehr viel Zeit für Fehlerkorrekturen und eigentlich Vorbereitung von Dokumenten und hatte immer wieder frustrierte Mitarbeiter. Natalia, erzähl bitte, was weiter passierte, wenn sich unsere Firmen getroffen haben. Ja, also danke, Maria, für die Vorstellung dieser Situation. Ich will ja kurz beschreiben, aber technisch, was passiert ist. Also als erstes, nachdem die Geschäftsführung auf uns zugekommen ist, haben wir Business-Analyse durchgeführt, um besser die Probleme zu verstehen. Und dann haben wir 4 zentrale Herausforderungen identifiziert, bei denen wir mit Fabrik-Implementierung unterstützen können. Als erstes gab es überhaupt keine Automatisierung. Das war ein großer Problem. Das bedeutet, dass die Manager manuell Daten verknüpfen und Berichte erstellen mussten. Dieser Prozess dauerte immer länger, da ständig neue Datenquellen kam und es war nicht mehr effizient, dies manuell zu erledigen. Es gab außerdem keine einheitliche Datenquelle, was viele Probleme verursachte. Verschiedene Abteilungen arbeiteten mit verschiedenen Versionen derselben Daten. Und das war auch unmöglich. Das bringte das zu das war problematisch, gute Analyse durchzuführen, wenn man ja nicht richtige Daten hat. Das führte zu Frustration natürlich. Und wenn die Analyse nicht korrekt durchgeführt würde, war es auch schwieriger, Trends zu identifizieren und schnelle Entscheidungen zu treffen und gute Entscheidungen zu treffen, wenn es um Daten geht. Prozesse waren nicht optimiert, da sie nicht nachgefolgt wurden. Und schließlich gab es auch Probleme im Marketing. Unsere Business-Analyse zeigte, dass die Mittel für Online-Kampagne nicht effektiv genutzt würden. Es wurde viel investiert, jedoch ohne einen echten Wettbewerbsvorteil zu erzielen. Natalia, du zeigst uns sicherlich jetzt diese Beispiele mit den Berichten. Ja, klar, gleich. Also gleich zeige ich den richtigen Bericht, die wir vorbereitet haben. Zuerst beschreibe ich noch Effekte der Fabrikimplementierung für Logistik. Also bei Logistik also es ist generell sehr wichtig, den Lagerbestand zu observieren und auch Arbeit richtig zu planen. Das ist ja Hauptsache bei Logistik natürlich. Durch die Analyse der Verkaufsdaten wurden die Topseller identifiziert, wie ich schon gesagt habe. Das ist ganz wichtig für Logistik, weil Lagerposition könnte angepasst werden und diese Wege sind verkürzt und auch Verpackungszeit ist optimiert. Mm,
Man kann auch Bug- oder Analyse durchzuführen und das bringt auch die Möglichkeit, schnelle Reaktionen auf Veränderungen zu machen. Und was auch wichtig ist und um numerische Sachen geht, dann die Stock-out-Rate bleibt auf Ebene 5,5% und das war auch schon ein Gewinn. Ja, jetzt zeige ich etwas Richtiges. Eines der Hauptmerkmale von Power BI ist Interaktivität. Hier sehen Sie verschiedene Visualisierungen, aber sie passen sich automatisch an, wenn ich auch Filter anklicke. Man kann verschiedene Länder wählen, wenn man will, natürlich. Und hier kann man ja das auch verschieden analysieren. Man kann zum Beispiel Deutschland wählen und von dem Jahr ja, ein paar Monate wählen. Es ist auch möglich, also Tag von Tag zu analysieren. Wie gesagt, das ist wichtig im Logistik zu sehen, was eigentlich passiert, sodass ja, Arbeit besser geplant ist. Hier sieht man ein Stock-up-Rate für den Jahr 2024 ist ja fast 5,5. Also das ist, wenn es um Logistik geht. Und weiter geht's, wenn es um die Effekte der Fabric-Implementierung beim Marketing geht. Dann früher müssten die Daten manuell erfasst werden und das war eher zeitaufwendig natürlich. Und das dauerte einen ganzen Arbeitstag. Also das ist schon viel und man konnte noch mehrere Berichte vorbereiten, aber das war zu zeitaufwendig. Jetzt entfällt die manuelle Erfassung, da alle Daten automatisch und in Echtzeit verfügbar sind. Außerdem würde das Marketing optimiert, anstatt ineffektive Kampagne oder Kanäle zu nutzen, ist es jetzt möglich, einen Überblick zu bekommen und man kann Geld investieren da, da wo investieren sein sollte. Ja, und natürlich, wenn es um Berichte geht, das ist auch schön zu sehen in viele Dimensionen. Also in diesem Beispiel könnte man Länder vergleichen und auch Zeiträume. Das will ich auch zeigen auf der nächsten Folie. Also hier, wenn es um Marketing geht, man kann Marketing aber mit Bestellungen vergleichen und das ist auch wichtig. Oh, ein Error. Das musste doch passieren. Aber kein Problem. Wie ich gesagt habe, das ist wichtig zu vergleichen, wie viel man verdient, wenn man eigentlich Kosten hat. Ja, also Marketingkosten sind hier zu sehen, zum Beispiel ja, Dezember, November und so weiter, auch in Zeiträume. Man kann auch ja zum Jahr vergleichen, das ist auch wichtig. Und ja, Marketingabteilung kann auch Topseller identifizieren und dann auch richtige Kampagne zu füllen und auch richtige Kanäle also gucken, observieren, welche Kanäle am besten sind. Mm, ja, weitergehend, Management, das ist sehr wichtig für Management, einen Bericht zu haben, wo Sie alle Daten-KPIs in einem Platz sehen können. Aber zuerst geht es auch um Zeiteinsparung. Sie haben ja eigene Berichte vorbereitet, aber das war zeitaufwendig und nicht optimal für Unternehmer alleine etwas zu machen, wenn man das ja automatisch machen kann. Was auch wichtig war, eine Quelle der Wahrheit. Das bedeutet, dass alle Daten aus verschiedenen Quellen in einem Platz sind. Und man muss nicht ständig korrekten oder ja, man muss das nicht korrigieren, man muss nicht diese Fehler zu beobachten. Alles ist ja gut gemacht und man kann auch verschiedene KPIs nutzen. Man kann auch erweiterte Analyse durchführen, wenn man ein automatisierter Bericht hat.
Natalia, ich glaube, es ist besonders schwer für Management, wenn eine Abteilung etwas zeigt und das mit den Daten von der anderen Abteilung nicht stimmt, ne? Also Ja, Marketing schöne Gewinne zeigt und dann kommt Verkaufsabteilung ja, und arbeitet mit einem anderen Excel. ja, genau, das meinte ich auch, als ich diese Probleme beschreiben habe. Äh, das war auch ein großer Problem. Aber jetzt mit einem Bericht ist es ja viel einfacher, Analyse durchzuführen und viel einfacher Entscheidungen zu treffen, weil ja auch die Zwischenarbeit, also Arbeit zwischen den Abteilungen ja verbessert ist. Das ist ja auch ganz klar. Und auch strategische Planung könnte verbessert sein, wenn man ja, wenn mehr Zeit hat für die Analyse und noch diese Analyse ja stimmt mit richtigen Daten, ist es auch natürlich besser geworden. Ja, und so kann auch ein Bericht aussehen, wenn es um Management geht. Was auch wichtig ist, das ist nur ein Beispiel. Man kann das anders umsetzen, man kann auch andere Filter verwenden, man kann verschiedene, wirklich viele Visualisierungen nehmen. Hier ist alles auf einem Platz, also wenn es um Sales geht, also was bestellt würde und wie viel und wenn es um Logistik geht, was passiert im Lager und Marketing auch. Hier gibt es zum Beispiel NPS, das ist ein Kundenloyalität KPI und das war auch für unsere Kunden wichtig zu wissen, ob ja diese KPI stimmt. Hier ist auch zu sehen, also auch Sales und Stock zu beobachten. Und für Management ist auch immer wichtig, Jahr zu Jahr zu vergleichen. Also welche Situation war zum Beispiel letztes Jahr im Vergleich zu dem Jahr. Ja, und hier haben wir die Daten für 2022, 23 und 24. Hier können Sie das schön sehen. Hier auch natürlich, das war auch ein Beispiel dazu. Und ja, als ich der Implementierung beschreiben habe, ist es auch wichtig zu sagen, wie man tatsächlich zu den Gewinnen kommt. Und zuerst spricht man über die derzeitige Situation und beschreibt alle wichtigen Herausforderungen. Genauso wie haben wir das auch mit Lumina gemacht. Und man spricht auch über die technische Sachen, also was würde schon implementiert oder welche Datenquellen Sie haben oder wie viel oder wie groß ist auch wie groß sind Datenbanken? Das ist für uns wichtig, gute Lösung zu implementieren. Und nachdem, wenn wir schon alle diese technische Informationen haben, dann ist ja Zeit, Berichte zu erstellen und von uns die Infrastruktur zu bauen. Ähm, und als wir das machen, dann bekommen Sie schon Berichte. Dann können Sie natürlich sie testen und einige Korrekturen können vorgenommen werden, wenn das nötig ist. Und das, ja, es kommt darauf an, wie lange es dauert, weil verschiedene Projekte dauern ja auch verschiedene Menge Zeit. Und am Ende landet die Lösung in der Produktion und wir helfen dabei, sie richtig zu nutzen und ja, einfach einen Wettbewerbsvorteil zu gewinnen. Und ich möchte euch nicht erschrocken. Also so kann auch so eine Implementierung aussehen aus technischer Sicht. Für mich, das ist nicht so erschrockend, also keine Sorge. Ich mache das gern. Äh, Natalia sagt, dass die Gäste von uns nur diese schönen Berichte sehen. Ja, ja, Ich sag, genau, was hier alles das im wollte ich, Hintergrund passiert. genau das wollte ich sagen, dass man die Tools von Microsoft nutzt, alle Daten zu sammeln und dann richtig zu modellieren und dann ich bereite Berichte vor und Sie sehen nur Berichte, also Sie müssen überhaupt keine Sorge machen. Aber ja, so kann das aussehen. Also das ist auch wichtig, das ist nicht super einfach ab und zu, obwohl das ganz schön und cool leuchtet, aber man muss das auch natürlich machen. Aber das ist unsere Aufgabe. Ja, und alles zusammenzufassen, dann das hat viel Lumina gebracht, also die Implementierung hat viel gebracht mit sich.
Sie haben einen großen Schritt gemacht, wenn es um Optimalisation geht. Manuelle Prozesse gehören der Vergangenheit an. Jetzt ist alles automatisch. Datenerfassung ist jetzt auch automatisch gemacht. Und das spart natürlich wertvolle Ressourcen. Ähm, und alle Daten sind an einem Ort, sind immer aktuell und immer verfügbar. Ich glaube, ich habe auch nicht erwähnt, dass Echtzeitanalyse auch möglich ist. Also die Daten sind sofort in einem Bericht zu sehen, was auch ja ganz cool ist, wenn man die nicht so manuell erfassen muss. Ja, und das bringt auch ans zu Entscheidungen. Also wenn man richtige Daten hat und im Echtzeit verfügbar, dann kann man auch Entscheidungen schneller treffen. Ähm, Wenn es um Marketing geht, das zusammenzufassen, Optimierung von Kampagnen war auch wichtig, Marketing, Automatisierung, also alle Datenfälle sind an einem Platz und Integration mit viele verschiedene Datenfällen. Also zum Beispiel man nutzt auch Google Ads oder Facebook Ads und das kann man alles integrieren. Wenn es um Management geht, dann ja Echtzeitanalysen, das hilft, Entscheidungen zu treffen, bessere Prognose und Planung, Kostenoptimierung, bessere Kontrolle über die Abläufe und ja, schnelle wie ich auch schon erwähnt habe. Und Logistik, ja, es geht um Bestand, Lager und wie man besser Arbeit planen kann, wie man Prozesse optimieren kann. Und das ist auch ein großes Gewinn. Und danke dir, Natalia, für alle diesen technischen Informationen, die du uns doch in der verständlichen Sprache gesagt hast. Ich versuchte. Wir freuen uns über eure Fragen, aber an dieser Stelle kommt immer am Anfang eine Frage zu den Preisen, also wie viel solch eine Lösung kostet. Das hängt von ganz vielen Faktoren ab, unter anderem von dem, welche Firma ist das, welche Datenmenge sie hat, wie viele Abteilungen sollen eigene Berichte haben, wer den Zugang dazu haben kann, haben soll. Und wir haben auf Basis von Lumina so eine Tabelle vorbereitet, wie viel ein Teil von jedem Projekt, also wie viel jeder Teil von diesem Projekt gekostet hat. Denn es ist nicht nur so, dass wir die Berichte implementieren, sondern wir bereiten uns tatsächlich richtig vor, so wie Natalia schon gesagt hat. Also wir haben zusammen einige Meetings, wir prüfen, welche Bedürfnisse unsere Partner haben, mit welchen Herausforderungen sie zu kämpfen haben. Dann auf Basis von diesen Informationen passen wir die Lösung an und versuchen, diese am besten zu implementieren. Natürlich, wie Natalia auch gesagt hat, gibt es die Möglichkeit, ständig einige Korrekturen zu machen, sodass das tatsächlich maßgeschneidert ist und für alle verschiedene Vorteile hat. Die Preise sind natürlich hier nur als Beispiel gezeigt, wie es bei Lumina ausgesehen ist, und das ist kein Angebot. Und natürlich, wenn wir über die Preise sprechen, dann wollen wir wissen, was man dafür kauft, beziehungsweise was man hier sparen kann. Und auf Basis von Analyse, die wir für Lumina gemacht haben, hatte sich herausgestellt, dass in einem Jahr über 20 Arbeitstage von Management freigesetzt wurden. Das heißt, Manager konnten fast 2 Monate Arbeit auf wichtigere Sachen als Unterlagenkontrolle widmen, zum Beispiel bessere Entscheidungen zu treffen oder sich mit wichtigen Partnern zu treffen. Bei Marketing, dank der Optimierung von Kampagnen, wurden die Ausgaben zwar nicht vermindert, aber in richtige Stellen verschoben. Also zum Beispiel haben wir bemerkt, dass anstatt von Investitionen in den deutschen Werbung hat es sich besser gelohnt, in Spanien und in Italien zu werben. Das hat dann mehrere Gewinne mit sich gebracht. Und bei Logistik haben wir auch bemerken können, dass die Arbeitstage sich um 36 reduziert haben in einem Jahr. Also die Leute konnten auch ein bisschen anders arbeiten. Im schlimmsten Fall benötigte man nicht so viele Leute, aber bei Steigerung des Umsatzes ist das ja immer gut, gute Mannschaft zu haben. Und wir konnten Stockout-Rate auf demselben Stand haben. Das heißt, dass obwohl der Umsatz gestiegen ist, hat sich hier nichts geändert, es ist nicht gestiegen. Und
Ja, ich glaube, damit haben wir die Preisfragen erklärt. Jetzt freuen wir uns auf eure Fragen. Und wenn es um eine kleine Überraschung für euch geht, dann wir haben eine Aktion vorbereitet. Und für alle Personen, die heute da sind bei uns bei dem Webinar, wir laden euch herzlich zur Zusammenarbeit ein. Und wenn ihr bei der E-Mail-Angabe, also bei der E-Mail auf info@summit.eu einen Code Summit10 schreibt, dann bekommt ihr 10% Rabatt auf unser erstes gemeinsames Power BI oder Fabrikprojekt. Und an dieser Stelle möchten wir euch herzlich bei euch bedanken, dass ihr da mit uns wart und